Mahlzeit, mein Name ist Balfmer und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf dem ich immer wieder Videos reacte, die schlagt ihr mir vor, die schlägt YouTube mir vor und manchmal schlage ich euch die vor, um euch einfach, wie ich finde, großartigen Metal oder besondere Musikvideos zu zeigen. Und so hoffe ich, dass wir einfach hier so ein bisschen schöne Abwechslung haben und alle so ein bisschen aus unserer kleinen YouTube- und Google-Blase rauskommen. Ja, wie ihr schon im Titel gesehen habt, ich schaue mir heute mal Nightwish an. Da habe ich mehrere Stories. Erzähle ich euch ein bisschen was zu. Zuallererst natürlich, der Original-Link zu dem Video ist wieder unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr die Künstler, also in diesem Fall Nightwish, unterstützen wollt, schaut euch den Original-Link an. Ansonsten gibt's unten natürlich auch weitere Infos zu mir. Und ja, jetzt kommen wir zu Nightwish. Das ist eine Geschichte mit vielen Auf und Abs, sage ich mal. Also persönlich bei mir auf jeden Fall. Denn ich habe Nightwish damals halt schon im jungen Alter mit Taya kennengelernt als Sängerin halt. Und das war halt cool. Dann kam ja Annette dann dazwischen. Das war so ein bisschen poppig, charismatisch, sage ich mal. Noch ein bisschen anders. Und jetzt mittlerweile ist, glaube ich, Floor, ich hoffe, der Name ist richtig, Sängerin, habe ich auch schon halt was gehört, aber ich habe Nightwish früher richtig, richtig viel gehört und später weniger. Das gab einfach, lag so ein bisschen unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel fand ich andere Klassik-Metal-Kombinationen zu dem Zeitpunkt als Annette, die auch eine großartige Sängerin war, fand ich aber tatsächlich, dass sie halt dieser klassische Teil ist zurückgewichen. Und ich habe letztens schon einmal Haggard reacted, das werde ich euch auch hier oben mal mit verlinken, was auch eine grandiose Kombination zwischen richtigen Metal, Growling, Klassik, Latein, Englisch, deutschen Texten ist. Also wirklich musikalisch allererste Sahne. Und da habe ich dann Nightwish so ein bisschen aus den Augen verloren, weil sie ja quasi so ein bisschen den Spirit, ja, durch diesen anderen Gesangsstil einfach verloren haben, so ihr Alleinstellungsmerkmal. Und ja, ich habe dann halt immer wieder Sachen gehört und die Songs von in dem Rahmen mit von Annette, so Bye Bye Beautiful etc., die rocken auch richtig, aber das war halt irgendwie was anderes, ne? Und dann hat sich Nightwish einfach so ein bisschen verloren und auch letztens, das war vor 3 Jahren auf dem Wacken, da war Nightwish auch mit einer großen Show und tatsächlich habe ich von der Show kaum was mitbekommen, weil kurz drauf danach Running Wild gespielt haben und da muss ich sagen, da hat mein Herz irgendwie höher geschlagen und da war ich schon total betrunken. Also ganz ehrlich, ich war sowas von betrunken. Meine Jungs können davon ein Liedchen singen. Also ich habe wirklich von Nightwish kaum was mitbekommen. Mein Fokus lag einfach auf Running Wild und ich habe während des Nightwish-Konzerts einfach immer nur Bier geholt. Also ja, so viel dazu zu meiner persönlichen Story. Deswegen bin ich tatsächlich jetzt sehr, sehr gespannt auf die Live-Show, weil ich habe tatsächlich Nightwish noch nie live gesehen. Also auf jeden Fall, ich habe sie nicht live gesehen und ich könnte mich daran erinnern. Soweit, so gut. Also das waren jetzt ein paar persönliche Geschichten und ein paar, ja, mein persönlicher Eindruck zu Nightwish. Ich hoffe, es ist nicht zu lang gewesen. Der Track, der jetzt kommt, den kennt ihr wahrscheinlich schon von anderen Reactions. Ich habe gedacht, komm, dann hau ich mir den auch mal. Gönn mir den. Scheint hoffentlich gut zu sein. Wir werden es gleich sehen. An alle anderen, die Nightwish noch nicht kennen, schaut euch die mal an. Die machen auch großartigen Metal. Die hat ein paar Sängerinnenwechsel. Das heißt also, die Stilart hat auch sehr gewechselt. Das heißt, wenn euch eins dir nicht so gut gefällt, schaut euch auch mal noch 2, 3 andere Lieder an. Es gibt auf YouTube da jede Menge oder bei eurem Streamingdienst eurer Wahl. So, jetzt 4 Minuten Vorrede. So lange habe ich lange nicht gequatscht, aber ich würde sagen, wir starten jetzt direkt und ich wünsche euch und mir wie immer viel Spaß.
machen wir eine kurze Pause. Ich habe mitbekommen, übrigens, Anfang des Jahres hat ja Marco aus persönlichen Gründen die Band verlassen, so von wegen, ja, ihm wurde das, glaube ich, alles zu viel oder er will sich mehr auf die Familie konzentrieren. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Kann ich nur sagen, kann man nur respektieren, dass man für sich so eine Entscheidung trifft. Ist natürlich schwer, glaube ich. So, wenn man so viele Jahre mit einer Band spielt, ist das ja wie so eine zweite Familie und viel on Tour ist. Und ja, ich persönlich finde es trotzdem schade, weil ich auch sehr gerne seine Stimme in den Songs gehört habe. Also der hat ja auch auf der oder beziehungsweise bei The Eastlander hat er ja auch den Song komplett alleine gesungen und ich finde, er hat einfach so eine tolle, angenehme Stimme. Und was mir gerade noch einfällt, werde ich auch hier oben verlinken. Ich habe ja schon mal dieses wie heißt das? Three Kings? Nee, Nordic Kings oder sowas. Ich bin mir nicht mehr gerade sicher. Hat er ja schon auch hier dieses Take on Me Cover gemacht. Da hat er mit den anderen von Sonata Arctica und noch so ein paar anderen aus schwedischen, ich glaube schwedische Bands waren es hauptsächlich, so eine Art Männerchor mit Coversongs gemacht. Fand ich auch grandios, deswegen finde ich es wirklich sehr, sehr schade. Aber ja, schauen wir weiter. Hier ist er ja noch dabei. Ich weiß gar nicht, ob er in dem Song auch singt. Werden wir uns überraschen lassen. Und ganz nebenbei, Herr Marco hat einen epischen Bart. Aber das nur nebenbei. Das ist Wacken. Die wissen, wie man inszeniert, wie man aufbaut in Zusammenhang mit Nightwish. Das Arrangement ist halt echt mega. Und man merkt sich, wie sich dieser Song so langsam aufbaut. Und das halt mit dieser gesamten Wackenkulisse, mit den ganzen Fans da. Das ist einfach, da geht einem das Herz auf. Siren from the deep came to me, sang my name.
das ist so dieser Punkt im Publikum, wo man genau weiß, gleich geht's los. Also dazu muss man das Lied nicht kennen, aber man weiß genau, das Lied ist jetzt noch nicht zu Ende und gleich nach dieser ruhigen Stelle kommt es dann wieder pompös. Das erinnert mich am Songwriting so ein bisschen, also nicht akustisch, aber so vom Aufbau her so ein bisschen an Avantasia. Die haben ja auch, das ist ja mehr so eine Metal-Operette, Metal-Opera. Und das Songwriting ist schon irgendwie mit Metal, aber halt mit sehr viel mehr Sängern und ein bisschen anderer Aufbau. Und das ist hier ähnlich. Das finde ich halt schon ziemlich cool. Wie gesagt, schaut euch da gerne mal Haggard an. Ja, finde ich großartig, so solche Musikstücke. So, er verschlägt mir fast die Sprache. Ich mache mal kurz Pause. Und genau das ist der Punkt, wo sich dann diese Energie, die sich in diesem ruhigen Moment angesammelt hat, wo die Leute klatschen und mitmachen wollen, wo das dann rausbrechen kann. Und es ist halt einfach großartig, wenn man dann gerade im Publikum steht. Also ich mache nochmal ein Stück zurück, dass der Übergang sauber drüber ist. Aber ich denke mal, wer das auch schon mal miterlebt hat, ist, da baut sich einfach so eine innere Energie auf.
Ja, soweit. Was soll ich sagen? Ein großartiges Stück Musik, definitiv. Da erkennt man auch mal wieder, was für eine grandiose Range, ich glaube, Floor war ihr Name, hat. Also richtig, richtig krass. Und ich mag solche Arrangements. Das ist einfach Metal und Orchester oder Operngesang, also Metal und Klassikmusik, das passt einfach zusammen. Und da gab es ja, glaube ich, auch schon mehrfach Studien, inwieweit sich das Publikum vom Typ und vom Intellekt etc. Fragt mich nicht, wie authentisch die Studien sind, ne? Aber wie sehr sich das gleicht, auch gewisse Musikelemente oder der Hang, dass ein Musikstück mal länger als 2 Minuten 50 oder 3 Minuten ist etc. und so weiter und so fort. Da gibt es wohl relativ viele Parallelen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum dieses Arrangement, Klassik, Metal, einfach so gut passt. So diese Dramatik, glaube ich. Damit trifft man es, glaube ich, am besten. Ne? Dieser Aufbau, Dramatik und dann dieses kraftvolle, dann wieder ganz zierliche Töne. Mega, mega gut von Nightwish umgesetzt. Natürlich auf Wacken ein großartiges Arrangement mit dem Publikum, Menschen, soweit wie das Auge sehen kann. Ja, da gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Und wir sind jetzt fast bei 20 Minuten. Meine Güte, das Lied war lang und ich habe noch länger gequatscht. Dementsprechend würde ich sagen, ich halte jetzt meine Schnute und wir sehen uns einmal beim nächsten Nightwish-Video. Ich kann euch, wie gesagt, nochmal hier oben die beiden, die 2, 3 Videos empfehlen, die ich schon angesprochen habe. Ansonsten kriegt ihr hier auch gleich noch 1, 2 Vorschläge. Und wenn ihr mal Bock habt auf ganz, ganz neue Musik, die ihr vielleicht nicht kennt, die euch YouTube oder so nicht vorschlagt. Ich habe unten einen Link zu meinem Playlist, da könnt ihr ein bisschen nach den Genres gucken, ob Bollywood Metal oder indonesischer Sepultura-Style Metal oder was auch immer. Schaut euch um. Ich gucke mir auch immer wieder kleine Bands rund um die Welt an und vielleicht ist da ja auch eure Band dabei. Also ne, ich bin auch wieder gespannt auf neue Vorschläge und ja, soweit meine letzten Worte. Ich verabschiede mich jetzt. Bis dann, euer